Guten Morgen, liebe Scuderia-Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Video. Ihr seht schon, heute mal was anderes. Ich mache heute mal das Video aus dem Homeoffice, Corona-bedingt. Ich stelle euch heute mal das Cardo Freecom 4 Plus vor, ein Bluetooth-Kommunikationssystem, was ich mir geholt habe für meine Helme. Das ist ein Doppelpack hier. Ich mache gleich mal ein Unboxing und zeige euch mal, was da alles drin ist. Werde euch auch dann ein bisschen was zu den Funktionen erzählen, was man damit alles machen kann. Werde auch mal in einem Helm das Ganze einbauen. Ihr könnt dann mal sehen, wie das installiert wird und mache am Ende vielleicht noch mal so einen kurzen Soundtest. Seid also gespannt, bleibt dran, los geht's nach dem Intro. So, ich fange erstmal mit dem Unboxing des Duopacks an von Cardo. Ist sehr schön verpackt in so einer Klappbox. Nicht wundern, hier sind normalerweise natürlich zwei Geräte drin. Ich habe eins schon rausgenommen und in einem Helm verbaut. Ich zeige euch das gleich mal. Das ist oben das Deckteil, wo die beiden Geräte drin sind. Danach kommen dann die ganzen Beschreibungen. Die legen wir mal zur Seite. Dann haben wir hier unten das Zubehör drin, jeweils für einen Helm. Hier haben wir einmal die Lautsprecher, die packe ich gleich mal aus. Dann haben wir zwei verschiedene Halterungen. Das ist einmal diese hier, die wird unten reingeklippt, wenn man jetzt nicht kleben möchte. Und wir haben eine Klebehalterung, falls also nicht möglich ist, in den unteren Bereich des Helms das Ganze reinzuklemmen, dann kann man das Ganze auch an die Seite rankleben. Ganz praktisch. Dann haben wir solche Sticker mit dabei, 2 Stück, um die Lautsprecher und auch das Mikrofon zu befestigen. Bei dem Mikrofon, das müsste hier noch mit drin sein. Das ist ganz schön. Gibt es 2 verschiedene Varianten, je nachdem, was man für einen Helm hat und was man da verbauen kann. Haben wir einmal hier ein Schwanenhalsmikrofon, bietet sich an bei Open-Face-Helmen, wo das Mikrofon dann aus dem Helm rauskommt oder auch bei einem Jethelm. Oder wenn man das Ganze in einem Integralhelm verbauen möchte, hat man ein ganz normales Kabelmikrofon, was dann mit diesen kleinen Stickern innen drin befestigt wird. Zeige ich euch nachher aber auch noch mal ganz genau. Hier sind noch zusätzliche Abstandhalter, falls man die Boxen ein bisschen mehr nach außen holen möchte, können die dann auch raufgestickt werden. Dann kommt oben der Lautsprecher rauf. Also relativ umfangreich, Ladekabel natürlich auch mit dabei. Das wäre also jetzt das ganze Set, was bei einem Freecom 4 dabei ist. Das hier sind die JBL Lautsprecher mit dem Kabelanschluss. Und das wäre theoretisch das ganze Set, was jetzt in einem Paket drin ist, also ein Gerät mit 2 verschiedenen Halterungen, die Lautsprecher und 2 verschiedene Mikrofone mit den jeweiligen Befestigungen dafür und das Ladekabel. Ja, was dann natürlich dabei ist, ist eine Kurzanleitung. Das ist sehr, sehr übersichtlich gemacht mit sehr, sehr guten Darstellungen, wie das Gerät eingeschaltet wird, wie man das Ganze mit seinem Smartphone verbindet, wie man die Intercom-Verbindung mit anderen Fahrern herstellt oder mit seinem Sozius, Audiofunktionen, Telefonbetrieb, alles ganz gut erklärt. Da werde ich jetzt nicht drauf eingehen, da könnte man noch mal ein ganzes Video drüber machen. Also in der Beschreibung sieht man hier schon, die ist sehr, sehr umfangreich. Ist alles sehr, sehr schön bebildert und ganz einfach erklärt, wie man das Gerät einschaltet und die Funktion nutzt. Was kann ich jetzt mit dem Cardo alles machen? Also eine Hauptfunktion ist natürlich die Kommunikation mit anderen Fahrern, das sogenannte Intercom. Wir haben hier verschiedene Tasten. Das ist einmal hier oben das Intercom, was man bedienen kann. Die Audiotasten für Smartphone-Musik oder auch für Radio, was hier mit eingebaut ist. Telefonfunktionen, auch ein Rad hier unten, was eine Klickfunktion hat, wie auch eine Drehfunktion zum Regeln der Lautstärke. Angeschlossen wird das Ganze ganz einfach, indem man das hier reinsteckt auf der einen Seite und dann zusammendrückt. Wenn ich jetzt diese Halterung hier nehme, reinklickt und schon ist das Ganze in dieser Klemmhalterung montiert. Man kann es, wie gesagt, auch wahlweise mit dieser Klebehalterung machen. 2 Anschlüsse hier.
einer für die Lautsprecher und der andere Anschluss ist dann für das Mikrofon. In diesen Stecker reinstecken und schon habe ich die Verbindungen alle hergestellt. Ich zeige euch dann gleich im Anschluss nochmal, wie das dann im Helm installiert wird mit diesen Klebepads hier und jeweils wahlweise mit einem Schwanenhalsmikrofon oder mit einem Kabelmikrofon. Was bei dem Cardo Freecom 4 Plus sehr, sehr gut ist, es gibt eine App dazu, die man sich aufs iPhone oder Android-Handy runterladen kann. Da gibt es dann die Möglichkeit, die einzelnen Funktionen anzusteuern. Auch über einen Schnellzugriff kann man an die Funktionen ran. Man hat auch über das Zahnrad hier oben ein paar Einstellmöglichkeiten, was die Audiofunktionen angeht, Gerätesprache etc. UKW-Band, ganz, ganz spannend. Über den Computer kann man auch die Firmware des Gerätes aktualisieren. Also da muss man das Gerät dann einfach mit USB, dem mitgelieferten Kabel, an seinen Rechner anschließen und kann dann das Firmware-Update machen. Also ganz, ganz spannende Sache. Ich habe es bei dem Gerät jetzt schon gemacht, da gab es gerade eine neue. Ein- und ausschalten, relativ simpel. Die beiden Tasten drücken und dann verabschiedet sich das Gerät. Die Verbindung kommt gut zustande. Wenn ich es also das erste Mal gekoppelt habe mit meinem Smartphone, wird es auch wiedergefunden jedes Mal. Ich brauche es also nur anschalten und kann die App dann auch aufrufen und die Verbindung stellt sich automatisch her. Jetzt mache ich mal den Einbau im Helm und zeige euch mal, wie das Ganze installiert wird. Da, wie gesagt, gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten und ich werde euch beide gleich mal zeigen. Bevor ich euch die Installation an dem Shoei Glemster mal zeige, hier ist der Shoei J-Cruise, also ein Open Face Helmet. Hier ist das Cardo schon installiert. Man sieht hier unten ganz schön, da konnte ich die Klemmhalterung nutzen. Finde ich persönlich ein bisschen praktischer, weil ich kann das immer wieder auch entfernen, bei einem anderen Helm ranmachen, ohne dass es jetzt festgeklebt ist und ich immer die Klebehalterung dran habe. Also wenn es geht, versuche ich es immer mit der Klemmhalterung. Die Entfernung des Steuergerätes ist ganz einfach. Hier vorne ist so ein kleiner Druckknopf, da drückt man rauf und dann löst sich das Ganze. Dann wieder hinten einschieben, vorne gegendrücken, bis es wirklich knackt und dann ist es auch fest. Da wirklich darauf achten, dass es hier vorne das Geräusch gibt. Ansonsten kann es passieren, dass es nicht richtig eingerastet ist und dann verliert man es eventuell bei der Fahrt. Hier sind die Kabel reingelegt hier unten. Das Ganze sieht ja dann so aus wie hier. Wir haben zwei Kabel, die vom Steuergerät weggehen. Einmal für die Lautsprecher und einmal für das Mikrofon. Hier habe ich natürlich auch das Schwanenhalsmikrofon befestigt, was innen mit diesen kleinen Klettbefestigungen an der Innenseite mit den passenden Gegenstücken, diese kleinen Klebepads hier, mit Velcro befestigt wird. Ich zeige euch mal beim J-Cruise jetzt, wo die Lautsprecher eingebaut sind. Ich hatte hier den Vorteil, der J-Cruise hat hier zwei Ausnehmungen. Da sind normalerweise kleine Abdeckungen drin, die man rausnehmen kann, die hier unten einrasten. Und genau in den Bereich kann man dann den Lautsprecher von JBL reindrücken mit den Klettbefestigungen. Da passt wunderbar von der Größe. Hier oben seht ihr die Befestigung des Mikrofons, das Schwanenhals wird hier unten auch mit Velcro befestigt und dann die Abdeckung wieder rüber gemacht für den Kinnbereich, das Polster angeklackt und schon ist alles ganz gut verlegt. Die Kabel könnt ihr dann im hinteren Bereich hier runterlegen. Also ich habe das alles abgebaut. Dann kann man die Kabel von den Lautsprechern zum Steuergerät hier durchgehen, genauso vom Mikrofon dann schön hier hinten sauber verlegen, damit die nicht stören. Also ging recht schnell, weil hier, wie gesagt, auch der Platz vorhanden war von den Ausnehmungen für die Lautsprecher. Das Mikrofon kann man sich dann hier so ein bisschen zurechtbiegen, da wo man es haben möchte. Man könnte es auch noch weiter raus machen. Ich wollte es jetzt nicht zu weit draußen haben. Dadurch, dass man es so ein bisschen biegen kann, kommt man da schon sehr gut an den Mund ran. Ja, und finde ich, passt auch ganz gut. Ist nicht zu groß, das Gerät. Fällt also nicht so sehr auf. Eine schöne Sache bei Cardo, die Geräte sind wasserdicht. Also man kann auch bei Regen fahren, ohne dass jetzt hier irgendwo Feuchtigkeit reinkommt. Und so ist der erste Helm schon mal ausgestattet. So würde das Ganze jetzt also bei einem Open Face Helm aussehen. Ja, ich werde jetzt mal die zweite Einheit an meinen Shoei Glemster montieren. Der ist natürlich jetzt nicht unbedingt für Kommunikationssysteme ausgerüstet, denn der hat hier im Innenbereich keine
gute Ausnehmung wie der J-Cruise für die Lautsprecher, aber ich schaue mal, ob ich sie irgendwo platziert kriege. Das erste ist immer, dass ich gucke, bekomme ich die Klemmeinrichtung hier ran. Die würde man ja in der Regel so ein bisschen in diesem Bereich hier machen, dass er nicht zu weit nach vorne geht und man mit dem Handschuh auch gut rankommt. Dann schaue ich mal, ob ich die hier zwischen Polsterung und Helmschale gesteckt bekomme. Braucht man nur hier reindrücken. Sieht schon ganz gut aus. So, hier würde das Ganze also ranpassen. Schön weit eindrücken, damit das hier unten gut abschließt. Dann hätte ich auch gleich hier die Möglichkeit, in diesen Schlitz hier die Kabel zu legen. Das mache ich nachher nochmal sauber, dass ich die dann hier reinlege und der Weg möglichst kurz ist, dass die hier nirgendwo stören oder zu weit frei hängen. So, den Kinnschutz nehme ich mal raus, dann komme ich vorne besser ran. Genauso die Wangenpolster. Und jetzt sehen wir hier schon im Innenbereich, dass beim Glamster hier jetzt keine Ausnehmungen sind. Hier muss man jetzt darauf achten, das kurze Kabel ist natürlich immer die Seite hier am Steuergerät. Also würde ich den Lautsprecher genau hier positionieren. Dann kommt das Kabel in das Lautsprecherkabel. Das zweite Kabel dann für das Mikrofon. Und hier brauchen wir jetzt das Kabelmikrofon, also nicht das mit dem Schwanenhals, was man sich dann hier vorne in den Mundbereich legt. Das schließe ich schon mal an. Einfach nur reinschieben. Das Mikrofon würde ich jetzt hier unten nach vorne legen und mir hier vorne, da wo der Mundbereich ist, eins von den Pads aufkleben. So, dann brauche ich das Mikrofon hier nur randrücken und schon hält das Ganze. Den zweiten Lautsprecher mache ich auch wieder in die Mulde am Ohr. Passt hier auch rein. Ich muss jetzt hier natürlich sehen, dass das Ganze nachher nicht am Ohr drückt. Dadurch, dass hier keine wirkliche Ausnehmung ist, muss man das jetzt gleich mal testen. Auch sollte der Lautsprecher natürlich genau auf der Ohrhöhe sein, damit der Klang am besten ist. Wenn der zu weit unten ist oder nicht direkt an der Ohrmuschel, dann kommt da der Klang nicht richtig an. So, und die Kabel, die mache ich nachher ordentlich, die verlege ich mir hier hinten hinter das Polster, genauso wie das Mikrofonkabel, das wird noch sauber verlegt, werde ich vielleicht ein bisschen festtapen, damit es hier nicht rumschlackert und stört. Und dann kommt das Wangenpolster wieder rein und dann sollte das an sich auch bei einem Glamster funktionieren. Also es ist nicht der ideale Helm für ein Kommunikationssystem, aber man sieht hier, das Cardo ist universell nutzbar, dadurch, dass es außen angeklemmt wird. Und ich kriege das mit Sicherheit nachher auch gut hier ran. Muss halt nur testen, ob es dann mit den Ohren in der richtigen Position ist. Aber es funktioniert auf jeden Fall schon mal. Kabel noch sauber verlegen und dann habe ich das Ganze dran. Brauche jetzt das Gerät nur noch hier einrasten lassen, hinten einhaken, da wo die Kontakte sind, gegendrücken bis es knackt und fertig. Geladen wird das Cardo über einen USB-Anschluss, der befindet sich hier unten unter einer Gummilasche, damit das Ganze auch gegen Feuchtigkeit abgesichert ist. Kann man übrigens auch während der Fahrt laden, wenn man also ein Akku-Pack hat, schließt man den hier an, schaltet das Gerät wieder ein und dann kann das auch während der Fahrt geladen werden. Ja, ihr seht also relativ
einfach der Einbau. Das ist also wirklich ein universelles Gerät. Wenn jetzt diese Klemmhalterung bei euch nicht passen sollte, was bei vielen Helmen der Fall sein kann, weil hier die untere Nut nicht so groß ist, der Abstand zwischen der Polsterung und dem Schaumstoff, dann kann man immer diese Klebehalterung nehmen, die man dann wahlweise da, wo es passt, ankleben kann. Also universell bei jedem Helm nutzbar. Man muss halt nur gucken, und das ist, glaube ich, eher das Fragezeichen, passen die Lautsprecher rein? Habe ich eine Mulde? Es gibt sicherlich viele Helme, wo die Mulde nicht ausreichend ist oder gar nicht vorhanden. Also ich habe einen Hedon-Helm auch, da gibt es solche Mulden gar nicht. Er ist innen drin komplett ledergepolstert. Aber hier, wie gesagt, würde es wahrscheinlich gehen. Wenn man da sowieso eine Vorrüstungsmöglichkeit hat, vom Hersteller her, dann gar kein Problem. Einfach die Abdeckungen raus, die Lautsprecher rein und schon passt das Ganze. Ja, das sind also die beiden unterschiedlichen Montagemöglichkeiten. Ich habe jetzt beide, wie schon gesehen, hier außen montiert mit der Klemmvorrichtung, hat gut geklappt. Einmal haben wir das Schwanenhalsmikrofon beim J-Cruise und bei einem Integralhelm würde ich dann immer das Kabelmikrofon nehmen, was vorne angeklebt wird. Und dann habe ich da auch nichts Störendes. Man könnte theoretisch natürlich auch den Schwanenhals nehmen, aber in dem Falle würde ich immer das unauffälligere Klebemikrofon mit dem Kabel nehmen. So, ich versuche jetzt mal die Soundqualität für euch ein bisschen rüberzubringen. Ich hoffe, das Mikrofon kann das einigermaßen einfangen. Ich habe es eben getestet, habe es auf dem Kopf gehabt. Klingt wirklich ganz, ganz toll. Die JBL-Boxen sind wirklich gut, schöne Bässe, klare und deutliche Sprache, die durchkommt. Also auch Navigationsbefehle sicherlich gut zu hören. Ich bin gespannt, wie das Intercom ist, wie jetzt die Bluetooth-Verbindung ist von der Reichweite und wie das sich dann mit anderen Fahrern macht bei der Fahrt. Ich gebe euch mal ein Beispiel, wie Musik klingen würde. Ich hoffe, man hört es einigermaßen. Said you wanna play your game. You dealt me in, I said I'll pick it up, it's all the same. But don't follow all the rules. I know you don't, you change day by day. Hardly seems that fair. How can anybody understand? How can anybody win? Later, I thought it was about time we hit the finish line. 8 points later, I wasn't winning at all, I was just further behind. You played your hand, you showed my card. Hier ist jetzt die Lautstärkeregelung über das Drehrad. I laid them down before your eyes. Game over, blow the whistle, we're out of time. Wenn ich das Drehrad jetzt reindrücke, dann habt ihr gemerkt, stoppt das Ganze gleich. Ich muss also nicht über die Play-Taste, ich kann es auch über das Drehrad machen. Ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was hören über das Mikrofon. Ist natürlich immer schwierig, den Originalsound einzufangen. Aber ich kann sagen, aus der Praxis, es hört sich wirklich gut an. Ich kann es sehr empfehlen, toller Klang. Und was jetzt so kleine Lautsprecher angeht, sind die wirklich gut, auch im Vergleich zu anderen Systemen, die ich vorher hatte, zu einem Sena und auch zu dem Piaggio deutlich besser. Also die JBL-Boxen machen eine Menge her. Und auch für den Preis ein gutes Angebot. Wie gesagt, ich habe hier den Doppelpack. Ich packe nachher die Links nochmal unten mit rein. Aber auf jeden Fall sehr zu empfehlen, auch vom Klang her. Ja, liebe Scooter-Freunde, das war's für heute mit der Vorstellung vom Cardo Freecom 4 Plus. Das gibt es, wie gesagt, als Doppelpack und natürlich auch als Einzelpack, falls ihr nur ein einzelnes Gerät braucht für Navigation. Auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, gerade für die, die vielleicht eine Vespa Supertech fahren und was suchen, womit sie sich über Bluetooth verbinden können, ist das eine tolle Variante. Passt universal fast in alle Helme, ob ihr jetzt einen Jethelm Open Face wie hier mit einem Schild vorne habt oder auch einem Integralhelm, sollte bei fast allen passen. Ich würde auf jeden Fall vorher mal gucken, wie die Ohrmuschel
gebaut ist, ob da eine kleine Ausnehmung ist, wo auch die Lautsprecher reinpassen, damit ihr da keine Probleme bekommt. Funktionsumfang ist toll, hat eine lange Laufzeit, 13 Stunden sind vorgegeben, wasserdicht, auch die Tasten sind sehr, sehr gut zu bedienen. Ich habe es gerade mal mit einem Handschuh getestet, das funktioniert sehr gut. Man kann alles mitmachen, von Navigation, Radio hören, Musik hören, vom Smartphone, telefonieren. Ja, und natürlich das Intercom mit mehreren Fahrern oder mit eurem Sozius, der hinten drauf sitzt. Also für mich eine ganz spannende Sache. Ich werde es jetzt demnächst in der Praxis mal testen, werde euch da mal berichten, wie das Ganze in der Praxis dann sich bewährt. Aber bisher muss ich sagen, bin ich ganz überzeugt davon. Der Klang mit den JBL, wie gesagt, ist das, was mich am meisten fasziniert, weil der ist wirklich gut, wenn man Musik hört. Und der Einbau war relativ problemlos bei beiden Helmen. Habt ihr Fragen dazu, könnt ihr natürlich wie immer einen Kommentar unten hinterlassen. Und wenn euch das Video gefallen hat, einfach einen Daumen nach oben und den Kanal abonnieren bitte nicht vergessen. Ansonsten sehen wir uns nächsten Sonntag beim nächsten Video. Ich hoffe wieder draußen bei schönem Wetter. Bleibt gesund, fahrt vorsichtig und bis dann. Macht's gut. Ciao.